Apart from your current projects and initiatives in Iraq, what are the current projects and initiatives of GIZ being implemented now in Iraq and the Kurdistan region, of course? Ja, vielen Dank für die Frage und herzlichen Dank für die Einladung. Lass mich vorweg einen kurzen Satz sagen, wer ist eigentlich die GIZ? Die GIZ ist eine staatliche Organisation. Wir gehören der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind also keine NGO und auch kein Privatunternehmen. So, das bedeutet, das, was wir machen, das machen wir im Auftrag beider Regierungen, der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der des Irak. Und Basis für das, was wir machen, sind Regierungsverhandlungen. Und wir hatten gerade welche, Anfang Juli. Und beide Regierungen haben sich darauf geeinigt, was wir tun sollen. Und der Schwerpunkt unserer Projekte liegt auf dem Klimawandel und der Bewältigung dieses Klimawandels im Irak, auf der Transformation der Wirtschaft. Wir haben uns vereinbart, dass wir uns ferner um das Thema Flüchtlinge kümmern mit unseren Projekten und über die Förderung von Frauen und benachteiligten Gruppen. Das alles dient dazu, Beschäftigung zu schaffen im Irak. Und das sind die Projekte, die wir durchführen und Okay, so regarding, of course, for all the projects that you talked about, you need budget. What is GIZ's budget for Iraq this year, and on which sector this budget is being spent on the most? Ja, also the Budget oder Budget heißt für uns der Wert unserer Aufträge, die wir haben. Also wie viel ist das wert, was wir an Auftrag haben und im Irak umsetzen. Wir bekommen Aufträge der Bundesregierung, aber auch der Europäischen Union zum Beispiel und haben in den letzten Jahren etwa 100 Millionen Euro Wert gehabt unserer Vorhaben, die wir im Irak implementieren. So, das ist aber nicht alles, denn man muss sagen, und das ist wichtig, dass auch die irakische Seite eigene Ressourcen in unsere Vorhaben steckt und sozusagen zum Gelingen unserer Vorhaben beisteuert, auch durch Mittel und personelle Ressourcen. Also, wir machen das seit ungefähr 10 Jahren oder seit fast genau 10 Jahren, um es zu sagen. Und dann können Sie sich vorstellen, was wir insgesamt schon investiert haben in Ihr schönes Land. Okay. How does GIZ support economic empowerment, especially for women and marginalized communities in Iraq and the Kurdistan region? Ja, da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an. Unsere Auffassung ist, dass, wenn Sie eine wirtschaftliche Entwicklung fördern wollen, Sie alle gesellschaftlichen Gruppen in einem Land beteiligen müssen. Und insbesondere bei den Frauen ist es so, dass es im Irak eine Beschäftigungsquote von 13% gibt. Also das heißt, 13% aller Frauen arbeiten oder nehmen aktiv am Arbeitsleben teil. Und wir fördern, dass diese Quote größer wird. So, und wie tun wir das? Insbesondere für Frauen und andere benachteiligte Gruppen, dazu gehören auch Jugendliche zum Beispiel oder Menschen mit niedrigem Bildungsstand, dass sie ihre Kompetenzen erweitern, indem sie damit ihre Chancen verbessern, am Arbeitsmarkt auch einen Arbeitsplatz zu kriegen. Das sind Förderung von digitalen Kenntnissen, aber auch die Unterstützung zur Förderung von eigenen Unternehmen, also kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das fördern wir durch Wissen, durch finanzielle Mittel auch, sodass wir diesen Gruppen ermöglichen, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Und das ist der wesentliche Punkt. Was wir tun, zielt immer darauf ab, die Möglichkeit für Beschäftigung zu erhöhen. Due to lack of job opportunities, also other reasons, youth from Iraq and the Kurdistan region are migrating illegally to Europe. In your work, how do you address this? Not migration, I mean supporting youth in Kurdistan region, also in Iraq. Ja, also die Unterstützung von Flüchtlingen gehört, wie ich eben schon gesagt habe, zu den Schwerpunkten unserer Tätigkeit. Zunächst ist wichtig Migration. Wir sehen Migration, die Sie ansprechen, schon als eine große Chance, wenn sie legal und gesteuert ist. Weil darin die Möglichkeit besteht, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen
Und deswegen ist es für uns in unseren Projekten ein Anliegen, und das ist auch der Schwerpunkt der Unterstützung der jugendlichen Migranten, dass wir deren Perspektiven im Land helfen zu verbessern. Das heißt in zweierlei Hinsicht. Beschäftigungsperspektiven, damit sie ein Einkommen haben, aber am Ende des Tages geht es darum, Lebensperspektiven zu schaffen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Schaffung von Basisinfrastruktur. So, das heißt, es muss attraktiv sein, in diesem Land zu sein und sich mit seinen Kompetenzen einzubringen. Und vielleicht ein paar Zahlen. Wir haben durch diese Maßnahmen 3,8 Millionen Menschen mit verbessertem Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung ausgestattet in den letzten Jahren und über 3 Millionen auch eine Basisgesundheitsversorgung verbessert. Und das sind Punkte, die wichtig sind im Zusammenhang mit Migration und auch illegale Migration zu verhindern, vor allem aber den Brain Drain, also das bedeutet die Abwanderung von qualifizierten Kräften aus dem Land. Do your support extend to refugees, including Syrian refugees? Ja, wir unterstützen Flüchtlinge im gesamten Irak, also in Federal Irak genauso wie in Kurdistan, und dazu gehören auch syrische Flüchtlinge. Wir unterstützen Flüchtlinge, die Binnenflüchtlinge sind, durch den Konflikt mit dem sogenannten Islamischen Staat, aber genauso wie auch Rückkehrer aus dem Ausland nach Deutschland. Wir haben etwa 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge unterstützt und insgesamt 3 Millionen Flüchtlinge insgesamt. Und wie tun wir das? Also unser Konzept dahinter, unsere Idee und Philosophie dahinter ist der englische Ausdruck "Leave no one behind". Das bedeutet, wir sind darauf bedacht, dass wir diese Flüchtlinge insgesamt, wie sie da sind, unterstützen, indem wir ihnen Fähigkeiten und auch hier wieder Beschäftigungschancen geben. In different regions of Iraq and in different sectors too, you have vocational trainings. You provide that. How these programs are conducted and what impact they had on local communities. Ja. Also Sie sprechen da ein wichtiges Thema an. Lassen Sie mich kurz ausholen dabei. Also die berufliche Bildung, also das heißt die Vermittlung von ganz praktischen Fertigkeiten als Installateur, als Maurer, als Tischler, ist etwas, das in vielen Ländern der Welt nach unserer Beobachtung vernachlässigt wird. Das heißt, viele Staaten und so auch nach unserer Beobachtung, Irak gehört auch dazu, haben einen Schwerpunkt auf die akademische Bildung. Das halten wir zwar, akademische Bildung ist wichtig, aber man darf den Berufsbildungssektor nicht unterschätzen, weil darin eine große Chance besteht. Auf der einen Seite gibt es eine ganze Reihe von Menschen, vor allem Jugendlichen, in diesem schönen Land, die eine Beschäftigung brauchen. Und zum anderen gibt es eine große Nachfrage an diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Insofern ist es tatsächlich eines unserer Anliegen, das zu fördern. Wir haben in diesem Zusammenhang den Schwerpunkt darauf, Berufsbildungseinrichtungen zu unterstützen. Also indem wir ihnen helfen, Lehrpläne zu entwickeln, indem wir Train of Trainers, also Ausbilder ausbilden und auch Selbstschulen anbieten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass wir gemeinsam mit unseren irakischen Partnern eine Infrastruktur aufbauen, die dazu Sorge trägt, dass in Zukunft solche Institutionen existieren und Fachkräfte qualifizieren. Das ist ein großer Beitrag unserer Meinung nach zur Adressierung der Jugendarbeitslosigkeit. And I think this is what really Iraq lacks and needs, and this is what you are doing. You have a program called Civil Peace Service. In this program, you document crimes of ISIS against minorities, especially the Yazidis. What have you accomplished in this field so far? Ja, richtig. Wir wissen aus sehr vielen Begebenheiten der menschlichen Historie, dass die Aufbereitung solcher Verbrechen wichtig ist. Und insofern ist es richtig, unser ziviler Friedensdienst ist ein globales Programm, das sich darum bemüht, mit unseren irakischen Partnern diese Vergangenheit aufzubereiten. Und was bedeutet aufbereiten? Aufbereiten heißt, dass wir zum Beispiel mit der Kommission für die Ermittlung von Beweissicherung, die Abkürzung ist SIGE,
die sich 2014 auf Initiative der kurdischen Regierung gebildet hat, kümmern um Sammlung von Daten und Informationen, was ist eigentlich damals bei den Verbrechen des sogenannten Islamischen Staates passiert. Was sind die Opfer? Wir führen Interviews oder SIGE führt Interviews mit unserer Unterstützung durch, insbesondere in Sinjar, in der Sinjar-Region. Das geht hin bis zur Beseitigung von Massengräbern, Sammlung von DNA-Spuren und so weiter. Wir konnten zusammen mit SIGE mittlerweile etwa 3000 Angehörige von vermissten Personen unterstützen, indem wir die Identität festgestellt haben. Und ja, dann wichtig ist vor allem, dass die Menschen, die Opfer, und das ist die Arbeit des zivilen Friedensdienstes, die Möglichkeit haben, über ihre Trauma zu sprechen. Das bedeutet abschließend dazu, dass wir vor allem auch psychosoziale Unterstützung leisten, Traumabewältigung. For those people, the survivors of ISIS captivity, what kind of support and assistance do you provide? You talked about helping them psychologically. What else do you assist them with? Ja. Die GIZ hat kein Projekt speziell für die Überlebenden der Gefangenschaft aus dem sogenannten Islamischen Staat. Wir haben aber eine Reihe von Projekten, wo die Gefangenen, also die Opfer, hier indirekt partizipieren. Ich mache ein Beispiel. Wir haben ein Projekt, das heißt Space. Dieses Projekt kümmert sich in den Camps darum, nicht nur um Traumabewältigung, wie Sie schon gesagt haben, sondern ganz praktisch auch, indem wir Handwerkskurse, Wirtschaftskurse anbieten, aber auch Freizeitangebote. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, dass in diese Gefangenschaft hat Traumata verursacht und die müssen verarbeitet werden. Und in den engen Camps braucht es Freiräume, persönliche Freiräume, und dazu gehören auch Sportveranstaltungen, ja, Fußballturniere zu organisieren und so weiter. Ferner profitieren die Gefangenen davon, dass wir ihnen mit unserer Unterstützung in diesen Camps medizinische Grundversorgung anbieten und aber auch sie über ihre Rechte aufklären. Wie können sie umgehen mit diesen Verbrechen und welche Rechte haben sie daraus? How do you support financial markets in Iraq, considering your reports of GIZ indicating that Iraq has one of the weakest public financial systems? And I think this is a challenge. Having this weak financial system, or one of the weakest public financial system, and yet working, I think, in this field is not an easy. How do you support markets? Ja, vielen Dank. Ja, tatsächlich, dieses Thema Zugang zu Finanzen ist eine zwingende Voraussetzung für die Entwicklung einer Gesellschaft und eines Landes. Es geht am Ende des Tages darum, ob Sie Unternehmen gründen, ob Sie einen privaten Konsum und damit auch die Wirtschaft fördern oder ob Unternehmen in der Lage sind, Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze zu schaffen, hat alles damit zu tun, dass es einen Zugang zu Finanzen braucht und zur Finanzierung vor allem. Und diese Finanzierung sorgt dann wiederum dafür, dass der Staat in der Lage ist, mehr Steuereinnahmen zu generieren, was wiederum zur Entwicklung dieses Landes und zur Erhöhung des Geldbetrages führt, der zur Verfügung steht. Also der Irak, Sie sagten, ist eines der schwächsten öffentlichen Finanzsysteme. Dieses öffentliche Finanzsystem im Irak ist deutlich am sich verbessern. Und wir sind sehr froh, dass wir zusammen mit unseren Partnern aus der Europäischen Union im Übrigen die irakische Zentralbank und das Finanzministerium hier unterstützen dürfen dabei. Und das tun wir seit vielen Jahren. Zum Beispiel, indem wir dabei helfen, eine Steuerreform durchzuführen. Zum Beispiel, indem wir die Zentralbank dabei unterstützt haben, eine Strategie zu entwickeln für die Kreditvergabe, die National Lending Strategie. So, das ist eine Finanzierungsmöglichkeit, aber es gibt darüber hinaus noch eine andere, nämlich die private Seite. Die
privaten Banken. Wir arbeiten mit den privaten Bankenvereinen im Irak zusammen und vor allem, und da sind wir auch sehr stolz drauf, unterstützen wir durch Business Angels. Das bedeutet, Start-up-Unternehmen, die sich gründen wollen, brauchen Venture Capital. Und auch da müssen sie einen Zugang haben. Und auch das ist ein Teil des Finanzsystems, den wir unterstützen. Iraq is one of 5 countries most affected by climate change, according to UN reports. And I think all the international agencies are focusing on this in Iraq. What efforts GIZ has undertaken to address climate change in Iraq, especially in agriculture sector? Ja, vielen Dank. Ja, in der Tat, dieses Thema Klimawandel ist eins, das uns in der Weltgemeinschaft ja zusammenführt. Dieses Problem haben wir alle und insofern ist es gut und wichtig, dass wir uns hier gegenseitig helfen, nicht nur bei der Vermeidung von Klimaschäden, vor allem aber auch bei der Anpassung an den Klimawandel. Und richtig, auch die Regierung des Irak und die Bundesregierung haben vereinbart, dass dieses ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist. Und das wird also auch für die nächsten Jahre bleiben. Wir konzentrieren uns vor allem auf das Thema Wasser im ländlichen Raum, Wasserknappheit, also Vermeidung auch von Wasserverschwendung, weil wir in diesem Thema Landwirtschaft und Wasser in dieser Kombination auch ein großes Konfliktpotenzial sehen im Übrigen. So, der ländliche Sektor muss also eine bessere Wasserverfügbarkeit haben und er muss aber auch mit dem Wasserverbrauch effizienter umgehen, als er das bislang tut. Das unterstützen wir. Zum Beispiel in Anbar haben wir 300 Kilometer Bewässerungskanäle installiert und zum Beispiel auch die Reparatur-Rehabilitierungsnotwendigkeiten kartiert, sodass wir wissen, was für Notwendigkeiten besteht es denn, um ein effizientes und funktionierendes Bewässerungssystem für die Landwirtschaft zu haben. Lassen mich noch 2, 3 Dinge anfügen, weil das gehört auch dazu. Wir brauchen insgesamt auch in diesem Land andere Produktionsmethoden, also verbesserte Produktionsmethoden. Dazu gehört auch die Nutzung von innovativen Technologien wie angepasstes Saatgut an den Klimawandel beispielsweise. Kompostierungsnotwendigkeiten und so weiter. Wir konnten mittlerweile 3000 Landwirte im Irak darin unterstützen, angepasstes Saatgut, andere effizientere Produktionsmethoden zu wählen, die dann am Ende nicht nur höhere Erträge, sondern auch weniger Wasserverbrauch bedeuten. So, das ist eines von vielen Dingen, die wir tun im Klimawandel, aber wir müssen gemeinsam schauen, dass wir auch antizipieren, was passiert eigentlich in den nächsten Jahren noch. Und das bedeutet, wir brauchen Frühwarnsysteme, dass wir wissen, was kommt eigentlich auf uns zu. Wie wird die Bevölkerung in einer Region sein? Wie wird die Temperaturentwicklung in dieser Zeit sein? Wie wird die Wasserverfügbarkeit sein? Das heißt also auch Frühwarnsysteme, die datenbasiert sind, aufzusetzen, ist eines unserer Schwerpunkte in diesem Vorhaben. I think all these problems and addressing them that you're talking about needs 2 things, which is good governance and decentralized administration. What strategies GIZ employ to improve good governance and decentralized administration in Iraq and Kurdistan region? Ja, tatsächlich. Ich meine, die Regierung und das Regierungshandeln spielt eine wichtige Rolle. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der lokalen Ebene, wie aber auch auf der staatlichen Ebene. Die Projekte der GIZ konzentrieren sich hierbei im Moment auf den Zentralirak, nicht auf die kurdischen Gebiete. So, und wie eben schon erwähnt, wir haben einen sogenannten Mehrebenenansatz. Das bedeutet, wir arbeiten mit den lokalen Behörden zusammen. Da geht es vor allem darum, dass wir deren Dienstleistungen gemeinsam effizienter gestalten. Also, was muss ich eigentlich machen, um meine Wasserrechnung zu bezahlen? Wie funktioniert das eigentlich? Oder wie kann ich einen Bauantrag stellen? Also, dass das effizienter wird, dass das transparenter wird, das ist einer unserer Ansatz. Der andere aber ist, es ist sehr hilfreich, wenn wir dazu beitragen, dass gute Lösungen auch transferiert werden woanders hin. Wenn eine Gemeinde, ein Gouvernorat eine gute öffentliche
Lösung gefunden hat für ein Problem, dann helfen wir dabei, dass auch andere davon erfahren. Das bedeutet, dieser Dialog zwischen diesen unterschiedlichen staatlichen Akteuren um gute Lösungen im Sinne von Wissensmanagement und Vernetzung ist eines unserer Themen. Lassen Sie mich nur einen Satz sagen, denn globale Probleme, wie Sie eben angesprochen haben, wie der Klimawandel, brauchen Lösungen, die über den Zuständigkeitsbereich einer Behörde hinausgehen. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie ein großes Neubauprojekt brauchen, dann haben Sie die Klimafolgen für dieses Bauvorhaben zu berücksichtigen. Das bedeutet, es braucht zwischen den Behörden, die für Bau zuständig sind und die für Umwelt zuständig sind, einen Austausch. Und diesen Dialog und diesen Austausch, den befördern wir. You have many projects in Iraq, also in the Kurdistan region, in different sectors. I want to ask, how do you evaluate the impact of your projects? Can you give me a specific example in this regard? Ja, Sie haben vielleicht vorhin schon gesehen, ich habe ein paar Zahlen genannt, was wir gemeinsam erreicht haben. Und das bedeutet natürlich, das kann ich nur tun, wenn ich auch eine Idee davon habe, wie die zusammenkommen. In der Tat, wir haben ein sehr ausgearbeitetes System, das heißt wirkungsorientiertes Monitoring. Das heißt, wir gucken uns an, welche Wirkungen erzielen wir eigentlich mit dem, was wir machen. Aber, und das ist vielleicht auch interessant, wir gucken uns auch sehr genau an, welche nicht beabsichtigten Wirkungen entstehen eigentlich durch unsere gemeinsame Arbeit. Das machen wir, indem wir quantitative Zahlen ermitteln, wie zum Beispiel, dass wir so und so viele Menschen mit Beschäftigungsmöglichkeiten ausstatten konnten, aber auch dadurch, dass wir qualitative Aspekte unserer Wirkungen erfassen. Also zum Beispiel, warum wirkt eigentlich eine Maßnahme und warum wirkt eine andere Maßnahme nicht? Das ist ein Element unseres Lernens. Das bedeutet, wir sind ja gemeinsam unterwegs, gehen mit einer bestimmten Annahme in ein Projekt gemeinsam rein, stellen dann fest, was funktioniert und was funktioniert nicht und ändern dann den Ansatz, je nachdem, was gut funktioniert oder nicht. Und wenn Sie mich fragen, naja, wie bewerte ich das denn insgesamt? Also was haben wir denn erreicht mit all den Mitteln und dem Aufwand, den wir gemeinsam mit unseren irakischen Partnern betreiben? Da muss ich sagen, und die Zahlen haben es, glaube ich, auch verdeutlicht, wir haben eine ganze Menge erreicht. Nur sind solche Vorhaben Veränderungen der Gesellschaft. Und das braucht immer Zeit. Und lassen Sie mich das noch sagen, was die Wirkung angeht. Das deutsche Engagement und somit auch die Arbeit der GEZ ist immer nur begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Jahren. Das bedeutet, wir stoßen mit unseren irakischen Partnern bestimmte Dinge an, die dann aber von der irakischen Seite weitergeführt werden müssen. Das bedeutet, es braucht eine Verantwortungsübernahme der irakischen Seite, um die Dinge, die wir gemacht haben, auch weiterzutun. Eine Ownership. Und das ist ganz entscheidend, damit es gelingen kann am Ende des Tages. With all your projects, you operate in different regions of Iraq. And when we talk about Iraq, there are different ethnic groups, different religions, and the society in general is very diverse. How do you deal with cultural sensitivities when implementing your projects in different regions of Iraq? Ja, in der Tat. Irak ist eines der kulturell interessantesten und vielfältigsten Länder, die wir kennen. Und das macht ja auch den Charme dieses Landes aus. Und deswegen sind wir auch so gerne hier. 3/4 unserer Mitarbeiter der GEZ sind nationale Kolleginnen und Kollegen. Also die kommen aus der Region Kurdistan, aus dem Zentralirak, aus allen Teilen dieses Landes. Und die internationalen Experten, die wir haben, die sind ja in der Minderheit. Ja? Wir arbeiten ja mit internationalen Experten und mit nationalen, eben um diese Brücke zu bauen, diese Kultur zu verstehen. Denn unsere Grundhaltung als GEZ ist es natürlich, dass wir uns kultursensibel verhalten. Wir respektieren ihre Kultur und wir möchten natürlich auch so agieren, dass es den kulturellen Gegebenheiten und Erwartungen entspricht. Deswegen brauchen wir unsere nationalen Kollegen und unsere irakischen Partner, um genau diese Übersetzung zu tun. Und wir haben einen Ansatz, der heißt Do No Harm. Wir möchten hier niemandem auf die Füße treten, sondern wir möchten es so machen, dass es für alle Beteiligten passt. Ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut.
how do you ensure accountability and transparency in your operations, especially in a complex environment like Iraq? Ja, das Thema Transparenz ist uns ein großes Anliegen, aber es ist vor allem der deutschen Regierung und übrigens auch der irakischen ein großes Anliegen. Also das bedeutet, wir haben eine ganze Reihe von Systemen aufgesetzt, um diese Transparenz- und Rechenschaftserfordernisse gerecht zu werden. Warum ist das so? Lassen Sie mich das noch kurz sagen. Die GEZ bekommt Aufträge der Bundesregierung und diese Aufträge werden finanziert von deutschen Steuerzahlern oder europäischen Steuerzahlern. Das heißt, allein von dieser Seite sind wir rechenschaftspflichtig und müssen sehr behutsam mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen. Deswegen haben wir eine interne Revision, also eine Einheit, die uns permanent überprüft, gehen wir mit den Mitteln wirtschaftlich um. Wir haben ein Risikomanagementsystem. Das bedeutet, wir erfassen permanent, welche Risiken in unserer Mittelverwendung gibt es eigentlich. Und zu diesen Risiken gehört auch immer die Gefahr von Korruption. Und da haben wir unterschiedliche Mechanismen, zum Beispiel all die Stellen, die jetzt in der GEZ zum Beispiel die Gefahr haben, korruptionsgefährdet zu sein, Einkauf zum Beispiel von Waren oder Dienstleistungen, die lassen wir rotieren. Dann haben wir ein Compliance-Management-System. Das bedeutet, wir haben ein System geschaffen, was unsere Partner, unsere Zielgruppen, unsere Beneficiaries, ermöglicht, Dinge, die ihnen auffallen dabei, zu melden. Ein niederschwelliges System. Letztlich führen wir im Jahr etwa 100 interne Kontrollen und Audits durch zu unseren Vorhaben, um zu gucken, dass wir hier transparent und rechenschaftspflichtig sind. Letztendlich, wir reden auch über das, was wir tun, wie zum Beispiel heute. Mr. Lutz Zimmermann, danke. Willkommen bei Roda. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Thomas Bartol.